Freunde der Sonne, was geht ab? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf dem Shutterspeed-Kanal. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal zu einem etwas anderen Format. Haben wir so auch noch nie gedreht. Wir testen heute mal keinen Film oder keine Kamera, sondern ich stelle euch heute mal ganz simpel einfach mal vor, was ich mir diesen Monat so geholt habe. Jetzt also die erste Folge Latest Pickups für den Monat Juli. Ja, wir fangen einfach direkt mal an mit der ersten Sache. Habt ihr im Intro wahrscheinlich schon gesehen. Zwar ist es meine neue Kaffeemaschine. Hat jetzt in erster Linie erstmal nicht so viel mit Fotografie zu tun. Ich würde aber sagen, dadurch, dass Fotografie und Kaffee bei mir zumindest und ich glaube auch bei vielen anderen immer sehr viel einhergeht, macht es auf jeden Fall Sinn, euch das Ganze hier vorzustellen. Ich bin nämlich jetzt den großen Schritt gegangen, habe mir endlich eine Siebträger zugelegt, bin super zufrieden. In dem Fall ist es jetzt die Rocket Apartamento geworden. Liebe Grüße hier auch an der Stelle an Espresso Perfetto, wo ich das Ganze gekauft habe mit einer super netten Beratung. Also falls ihr auf der Suche seid nach einer Siebträgermaschine, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt eine riesengroße Auswahl und super nette Leute, die euch beraten können in dem Thema. Ja, bei mir im Umfeld haben sich sehr viele Leute jetzt mittlerweile eine Siebträger zugelegt. Wir haben im Office auch eine. Deswegen bin ich mittlerweile einfach sehr guten Kaffee gewöhnt und wenn ich dann immer zu Hause den Vollautomaten oder die Filtermaschine anschmeiße, muss ich sagen, fehlte mir immer so dieses gewisse Etwas und deswegen wurde es jetzt eine Siebträger. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt die Rocket Apartamento, gepaart mit einer Eureka Minion Specialita. Ich hoffe, ich spreche das Ganze richtig aus. Ja, ich denke, ein sehr gutes Einsteiger-Setup für eine Siebträgermaschine. Die Maschine jetzt knapp seit einer Woche. Bin super zufrieden mit dem Setup. Bin natürlich immer noch so ein bisschen am Rumprobieren. Meine Latte-Art-Skills, habt ihr ja gesehen, sind auch noch nicht so da. Aber ich denke, das kommt jetzt mit der Zeit und habe super viel Spaß an dem Thema. Und jetzt endlich auch guten Kaffee zu Hause. Als nächstes sprechen wir auf jeden Fall mal das Thema Zines bzw. Fotobücher an, denn das war bei mir in letzter Zeit auch sehr präsent. Ich finde einfach Fotobücher bzw. auch Zines von anderen Fotografen sind einfach eine super große Inspiration und man kann sich das Ganze immer wieder anschauen und wenn man einfach mal in so einem Loch ist, wo man einfach kreativ gerade nicht so viel im Kopf hat, kann man sich einfach Inspirationen daraus ziehen und auch einfach sich tolle Bilder anschauen. Ich mag das Ganze sehr gerne. Bin eigentlich nicht so die Leseratte, deswegen freue ich mich dann immer eher über ein Fotobuch, aber muss sagen, das macht mir in letzter Zeit echt sehr viel Spaß. Und wenn natürlich dann auch noch bekannte Fotobücher rausbringen, die man kennt, dann muss man das Ganze einfach supporten. So war es jetzt hier auch beim lieben Philipp, aka Phil Schutz Film. Der Liebe hat einen Zine zu seinem Urlaub auf Teneriffa gemacht. Komplett analog, alles geschossen auf Mamiya 7. Ja, wunderschönes Zine geworden. Wir haben hier knapp 60 Seiten. Haben hier echt tolle Qualität. Super satte Farben, super scharfe Bilder. Also muss ich echt sagen, wirklich Hut ab für dieses tolle Zine. Und ich möchte aber zu dem ganzen Prozess und zu dem ganzen Zine an sich gar nicht so viel vorwegnehmen, denn gerade, wo ihr jetzt das Video auch seht, ist vor ein paar Tagen auch eine Podcast-Folge zu dem ganzen Thema online gegangen mit dem lieben Philipp. Deswegen, falls euch der Prozess hinter diesem Zine interessiert, hört da auf jeden Fall mal rein. Ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Gleichnamiger Podcast, auch Shutterspeed und kann ich jedem empfehlen, der vielleicht auch mal plant, einen Zine zu machen oder sich einfach ein bisschen inspirieren lassen möchte. Als nächstes kommen wir zu einem Buch, was ich schon wirklich seit Ewigkeiten suche und was ich jetzt endlich gefunden habe. Und zwar ist es On the Sunny Side of the Street von Willem Verbeek. Ich denke mal, der Name wird einigen Begriff sein, auch hier auf YouTube vertreten und mit einer der größten Filmfotografen, die man so kennt. Falls ihr Willem nicht kennt, er ist ursprünglicher Belgier, ist aber dann irgendwann nach Amerika ausgewandert, hat erst in New York gewohnt und wohnt jetzt in der Bay Area. Ja, das Buch beinhaltet aber sowohl Fotos aus Amerika als auch aus seiner Heimat Belgien, was ich super spannend finde, denn man sieht zum Teil auch gar nicht so sehr die Kontraste zwischen diesen beiden super unterschiedlichen Ländern. Er hat zwar mal dazu geschrieben, wo die Fotos entstanden sind, was das Ganze natürlich dann klar macht, aber ich finde zum Teil die Häuser in Belgien überschneiden sich auch mit den Häusern, die man in Amerika sieht. Und das finde ich super spannend, war auch so was mir jetzt gar nicht so bewusst war, obwohl ich beide Länder schon besucht habe und muss sagen, da bekommt man einfach einen super spannenden Einblick. Ich finde, Willem macht auch einfach extremst schöne Fotos, sowohl Landscape als auch architekturmäßig ist da wirklich was dabei, also kann ich jedem empfehlen.
Ich habe dieses Buch, kurz zur Hintergrundgeschichte, ja, seit Release damals eigentlich schon gesucht. Das ganze Buch ist 2021 erschienen. Es war eine Auflage von knapp 5000 Büchern. Ich bin aber zu dem Zeitpunkt, wo das Buch rausgekommen ist, noch nicht so in diesem Thema Fotobücher gewesen. Und da waren mir einfach, ich meine, es waren damals 50 Euro plus nochmal 50 Euro Versand. Viel zu viel für ein Fotobuch. Und dementsprechend habe ich es nicht gekauft. Danach habe ich mich super geärgert natürlich, wie man es halt kennt. Die ganze Zeit gesucht auf eBay, war schon kurz davor, eins aus Japan irgendwie zu kaufen, weil man findet dieses Buch auch einfach nicht, weil es anscheinend niemand abgeben möchte. Dann hatte ich irgendwann eins gefunden in Deutschland für, ich sag mal, knapp 80 Euro. Hab's aber dann im Endeffekt auch wieder nicht gekauft, weil es mir zu teuer war. Hab mich wieder geärgert und jetzt wurde ich endlich belohnt. Im Jahr 2024 habe ich dieses Buch für 20 Euro gefunden. Also ich würde sagen, das Warten hat sich gelohnt. Ich kann es jetzt endlich in meinen Händen halten. Bin super, super glücklich und freue mich echt sehr, dass ich das jetzt in meiner Kollektion habe. Macht super Spaß, da durchzublättern. Werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal anschauen und auch nochmal intensiver. Wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr eine Kopie irgendwo findet, kauft das Ganze auf jeden Fall, denn es ist auch, ich meine, das erste Buch von Willem und ich denke mal, da wird demnächst auch nochmal ein neues folgen, aber ich finde, das ist auf jeden Fall dann vielleicht auch ganz cool, die Entwicklung über die Jahre zu sehen, denn da liegen ja auch ein paar Jahre dazwischen und dann vielleicht auch nochmal den Kontrast zu sehen zwischen seinem alten Buch und seinem neuen Buch, finde ich sehr interessant und freue mich auch drauf, wenn da nochmal ein neues kommt. Ja, als nächstes Buch, ihr seht es schon, vielleicht etwas ungewohnt. Ihr seht die liebe Angela Merkel, unsere alte Bundeskanzlerin. Ein Buch, was mir durch Zufall in die Arme geflogen ist. Ich habe es super günstig gebraucht gefunden für, ich glaube, 5 oder 6 Euro und habe einfach mal zugeschlagen. Das Buch ist von Helinde Kölbel, eine deutsche Fotografin und Dokumentarfilmerin, die viele bekannte Gesichter aus Politik und Wirtschaft begleitet hat. Dieses Buch geht eben um Angela Merkel seit ihrem Eintritt in die Politik und bis zu ihrem Ende. Also es sind knapp 30 Jahre, die Helinde Kölbel, die liebe Angela Merkel, begleitet hat. Und sie hat jedes Jahr aufs Neue die gleichen Porträts gemacht. Einmal ein komplettes Bild von ihrem Körper und quasi nochmal ein Close-Up-Porträt von ihrem Gesicht. Alles auf Schwarz-Weiß-Film mit einer Hasselblad 500C geschossen. Super interessantes Buch. Dazu hat sie jedes Jahr noch ein kleines Interview geführt. Das Buch hat knapp 300 Seiten. Das Ganze ist immer auf Deutsch und auf Englisch. Deswegen ist das ganze Buch auch ein bisschen länger. Ja, der Hintergrund von Helinde Kölbel war in diesem Buch einfach zu schauen, was macht diese Macht und vor allem auch diese extremst stressige Arbeit mit einer Person? Wie verändert es sich über die Zeit? Und das ist einfach super interessant zu sehen. Ich bin jetzt knapp bei der Hälfte des Buchs angelangt, habe mir jedes Interview auch durchgelesen. Denn ich finde es dann auch wichtig, immer die Bücher wirklich sorgfältig durchzuschauen und nicht einfach nur durchzublättern und zu sagen, okay, ja, schönes Foto, schönes Foto. Wirklich das Ganze so ein bisschen durchzuarbeiten. Und ich muss auch sagen, man sieht die Veränderung definitiv. Super interessanter Werdegang, macht extrem Spaß durchzuschauen. Also ja, auch einfach mal vielleicht nicht so mega bekannte Fotobücher kaufen, denn ihr könnt eigentlich aus allem Inspirationen ziehen und ich finde es ein super Buch, also würde ich jedem ans Herz legen und kriegt ihr auch relativ günstig. Als nächstes haben wir hier das dickste Buch aus der Runde, würde ich sagen. Wir haben hier knapp 500 bis 600 Seiten. Das Buch haben bestimmt schon mal einige gesehen. Es ist zwar die ältere Version, war mir aber auch sehr wichtig, dass ich die ältere Version bekomme, denn die neuere Version hat mir nicht ganz so gut gefallen. Und zwar handelt es sich hier um das Buch Magnum Contact Sheets. Sagt bestimmt einigen was, haben bestimmt viele auch auf der Liste oder auch zu Hause schon rumliegen. Ja, Magnum hier als Fotografenagentur bzw. als Verlag von super vielen mega bekannten Fotografen, die einigen ein Begriff sein sollten. Ja, und hier in diesem Buch wurden eben super viele sehr bekannte Fotos in Contact Sheets festgehalten. Ja, auch so ein bisschen der Prozess dahinter gezeigt. Und wir sehen, was ich super interessant finde, halt auch, einfach mal die ganzen Bilder, die ein Fotograf gemacht hat, von super bekannten Bildern, die man halt kennt. Und man sieht auch, dass es halt nicht vielleicht der Lucky Shot war, sondern dann waren es vielleicht auch mal 10 oder 20 Fotos, die der Fotograf in dem Moment halt einfach so im Burst-Mode durchgeklatscht hat. Diesen Prozess zu sehen ist super interessant. Dann auch zu sehen, welches Foto hat er im Endeffekt ausgewählt. Denn ich meine, früher wurde das Ganze dann halt vergrößert. Da hatte man nicht die Bilder einfach in digital. Das Ganze ist vor allem für mich auch gerade interessant, weil ich mich super viel mit dem Thema Dunkelkammer und Vergrößern beschäftige. Ja, da so ein bisschen den Prozess auch zu sehen, welches Foto hat man jetzt im Endeffekt ausgewählt und warum, finde ich super interessant. Super viele spannende Bilder mit dabei. Also definitiv ein Buch, was ich euch auch absolut empfehlen kann,
Wenn ihr günstig drankommt, holt es euch auf jeden Fall. Egal jetzt, ob die neue oder die ältere Version. Ich fand die ältere Version hat mir ein bisschen besser gefallen, einfach vom Äußeren auch. Bei mir liegt das Ganze dann halt hier immer im Schrank. Ich muss das ganze Buch aber jetzt auch erstmal noch sorgfältig durcharbeiten, denn 600 Seiten hat man ordentlich mal eben so an einem Abend durchgelesen. Das ist absolut klar. Bin jetzt noch sehr am Anfang und muss das Ganze jetzt erstmal nach und nach verarbeiten, durcharbeiten, mir anschauen. Denke aber, meine Meinung zu diesem Buch wird sich nicht ändern. Deswegen ganz klare Kaufempfehlung. Ja, weg von den Büchern. Wir brauchen natürlich auch Filme, um diesen Monat auch über die Runden zu kommen und ein paar Fotos zu machen. Da gab es bei mir diesen Monat gar nicht so viel, was ich gekauft habe. Hab mir hier, wie ihr seht, einmal einen Ekta und einen Portra 800 geholt. Die habe ich günstig auf eBay geschossen. Deswegen auch klare Empfehlung, einfach mal auf eBay schauen. Da findet ihr oft super günstige Filme, wenn ihr Glück habt. Vielleicht auch ein bisschen abgelaufen oder ja, vielleicht sind auch Leute, die einfach loswerden wollen und dann kommt ihr da günstiger dran. Deswegen, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, neben den beiden Filmen hatte ich mir noch irgendwie 2 oder 3 Color Plus geholt. Bei mir auch gerade ein Film, den ich super gerne schieße. Hattet ihr wahrscheinlich in dem Berlin-Blog auch schon gesehen. Da habe ich ihn auch gerne geschossen und war auch sehr begeistert von den Bildern. Deswegen also jetzt im Sommer Color Plus auf jeden Fall auch eine klare Empfehlung und schieße ich super, super gerne und macht echt sehr viel Bock. Ja, was diesen Monat auch noch bei mir im Briefkasten gelandet ist, ist das Bild, was ihr da oben an meiner Wand seht. Habt ihr wahrscheinlich in den letzten Videos auch schon gesehen. Wie ich finde, ein super, super schönes Bild. Ja, das Bild ist vom lieben Brian Kramer, ein, wie ich finde, super talentierter Fotograf und auch guter Freund von mir. Das Bild habe ich oft schon bei ihm zu Hause hängen sehen und habe ihm immer schon gesagt, dass das eigentlich so mit mein Favorite-Bild von ihm ist und habe immer gesagt, ich brauche unbedingt einen Print davon. Und jetzt letztens hat er endlich seinen eigenen Printshop gelauncht und ein paar Prints rausgebracht und das Bild war anderem auch mit dabei. Dementsprechend musste ich natürlich zuschlagen. Ich habe das Ganze jetzt hier gerahmt mit einem Ikea-Rahmen, mit einem leichten Passepartout drumherum. Ich finde, das steht dem Bild sehr gut und macht sich auch super gut hier in meiner neuen Office-Ecke. Ja, jedes Mal, wenn ich wieder daran vorbeilaufe, freue ich mich einfach, dass ich dieses Bild jetzt endlich auch hier hängen habe und bin super begeistert. Deswegen werde ich euch das Ganze hier auch unten mal verlinken. Es gibt auch noch ein paar andere Bilder, die zum Verkauf stehen. Deswegen schaut da gerne mal vorbei und vielleicht ist da für euch auch was mit dabei. Denn ich finde, ja, man sollte sich auch untereinander immer unterstützen. Freue mich dann auch immer, wenn ich was von den Leuten hier zu Hause habe. Ja, man sagt ja bekanntlich, das Beste kommt zum Schluss und ich würde sagen, heute kommt das Beste auch zum Schluss. Wir haben hier nochmal ein großes Highlight. Ihr seht schon die Leitz-Linse bzw. den Leitz-Karton. Ich habe hier endlich auch nach langem Überlegen ein 28er von Leica. Das ist jetzt in dem Fall das 28er Elmarit Blende 2.8 Version 2, die etwas ältere Version. Ich habe das aber zu einem guten Preis bekommen. Deswegen habe ich mich für diese Version entschieden. Sieht fast aus wie neu. Auch der Besitzer war vorher auch Erstbesitzer. Seit 1993 hat er die Linse, glaube ich, gekauft. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann kaufe ich auch mit gutem Gewissen die ältere Version. Bin extremst zufrieden, habe mir die 3er-Version des Öfteren von Justin ausgeliehen. Der war so nett und hatte mir die für ein paar Jobs gegeben. Da hat die Linse mir einfach schon mega viel Spaß gemacht und ich habe ja sonst nur einen 35er und einen 90er. Okay, nur ist auch gut. Kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich diese beiden Linsen auch habe. Aber ja, wollte irgendwie nochmal was weiteres haben, einfach um ein bisschen mehr abzulichten und ich finde vor allem immer in Kombination mit einem Blitz mag ich eine 28er Brennweite extremst gerne. Und, auch das für Porträts mega, also macht mir super viel Spaß und bin jetzt auch super froh, diese Linse endlich in meinem Besitz zu haben. Freue mich schon auf die nächsten Shootings damit. Muss jetzt gleich tatsächlich sogar noch meine Tasche packen, denn morgen geht's ab zum Heroes Festival. Da werde ich die Linse auf jeden Fall auch mitnehmen und freue mich schon, sie mal auf Herz und Nieren zu testen. Ja, bin sehr, sehr gespannt, was für Ergebnisse da kommen. Ganz könnt ihr natürlich gerne auf meinem Instagram abchecken. Verlinke ich euch alles unten. Ja, und an der Stelle mit diesem Prachtstück würde ich sagen, beenden wir das ganze Video auch, denn das war alles, was ich mir diesen Monat fotografiebezogen zugelegt habe. Auch wenn die Kaffeemaschine, wie gesagt, nicht ganz so da reinpasst, aber ich finde, irgendwie passt es am Ende dann doch. Und, ich denke mal, einige können verstehen, wo ich da den Bezug sehe. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was ihr euch diesen Monat zugelegt habt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. An der Stelle sei natürlich auch nochmal gesagt, ich habe das hier alles mit meinem eigenen Geld gekauft und finde auch, jeder kann mit seinem Geld machen, was er möchte. Deswegen, bevor da jetzt irgendwie Leute schreiben, wieder nur Leica hier und teure Fotobücher da. Jeder soll mit seinem Geld machen, was er möchte und wenn er sich das selber verdient hat, finde ich, sei es ihm auch gegönnt. Deswegen
Deswegen, das wollte ich an der Stelle nur nochmal loswerden. Freue mich auf eure Kommentare und würde sagen, checkt alles in der Beschreibung ab. Podcast, unseren Partner, den Camera Dealer für Filme, Kameras aus erster Hand und auch sehr gute Scans. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutter Speed.